ist alles hausgemacht, es ist frisch, es ist lecker. Alle sind total freundlich, also ja, perfekt. Muss auch so sein. Ich mache jetzt Hefe erstmal. Muss ich ein bisschen so lassen, 10 Minuten, bis so hochkommt, ne? Immer macht man mit meiner gefühlten Sache rein, weil ich hatte Erfahrung, lange Jahre. Keine Messbecher? Nee, weil ich weiß genau, wie viel braucht das. Auch Salz.
So, ich bin so ein bisschen mehr so sicher. So mit kaltem Wasser waschen immer. Manche wascht auch nicht. Bei mir, ich muss immer viel waschen. Ja, sehr gut. Noch ein bisschen und ich mache später aus. Ich bestelle die Brot, kommt von einer Biobäckerei, weil unser Ofen ist, für uns es reicht nicht. Wir momentan die Ofen nur Pide, Lahmacun, ist auch unser Kulturbrot, aber die anderen von da. Ja. Ist immer schön. Ne? Also ihr habt sozusagen noch eine extra Bäckerei, die euch beliefert nach Ja, die liefert, ja. mit eurem Rezept? Genau, Ja. genau, die liefert bei uns. Weil wir hat hinten, wir bauen noch, kommt große Bäckerei da rein. Guck mal, wie schön die Brot, ganz weich. Arbeiten nur mit den Bio-Eier, das kommt auch da, auch Biomilch, alles kommt da. Alles komplett bio? Alles bei euch? kommt, der Rest ist, Mehl ist Bio, Eier ist Bio, viel ist Brot, alles ist Bio. Und so Milch ist Bio, Butter, aber der Rest ist normal. Und warum macht ihr das nur mit Bio? Eigentlich wegen der Gesundheit. Ist für mich auch wichtig. Nicht, ich will Geld machen, ja okay, aber es ist Bio. Weil wir unsere Heimat, wir haben nur Bio gelebt. Wir hatten alle selber. Und deswegen ist es auch wichtig. Ja. Deswegen, ich mache zu Hause auch Beispiel für meine Kinder. Das ist wichtig für die Menschen. So Dose-Sache, nee. Beispiel, wir bestellen immer so Bio, und wir machen Süßigkeit auch viel selber, auch alles Bio. Ich hatte lange Jahre
Dönerladen gehabt, Wilmersdorfer Allee, Bahnhof. Ich war mit Männerteam gearbeitet. Oh, nee. Ich bin immer morgen früh reingekommen. Ich hatte so schlechte Laune gehabt. Er war so, ja, hat nichts gemacht immer. Ich muss immer sagen, ich muss immer hinter. Entschuldigung, ich bin nicht gegen Männer, aber ich muss immer hinter Männer sauber machen. Ich verstehe das. Ja, das war so, nee. Später so Idee meine Kopf gekommen. Ich mache jetzt eine Laden, aber ohne Männer. Und ich habe geschafft. Ja. مجهول منها ودي سرنج Nazlı kahve koyabilir miyim?
Okay. Ja, jetzt ist heiß genug. Schmeiß mal ein bisschen sauber. Bei uns sowieso ist sauber. Muss das immer sauber sein da drin? Ja, ja, natürlich. Tag ist vielleicht wir machen 20 Mal sauber. Das ist wichtig. Nazdar. Wanazi. Batavia foi que a mulher da melhor de saber. Kopftücher, die Sie tragen, ist das traditionell? Ja, auch. Und das ist auch bedeutet bei der Frau von Rojava, die Kämpfer. Und das auch ja, bedeutet das auch. Ja. Ja. Deswegen, sowieso, wir arbeiten mit Teig, auch wegen der Sauberkeit. Wir tragen Kofte, aber diese ist für Rojava. Ja. Das, was du dann. Ja, genau. Ja. Okay. Und bei den anderen Frauen, das ist jetzt wegen Teigschutz oder auch traditionell? Tradition auch und wegen der Teigschutz. Ja. Ja. Weil ich sehe schon, sind unterschiedliche Farben und Muster. Ja, aber eigentlich jeder hat sowas, aber jeder Trage, die wechselt auch jeden Tag. Ne? Okay. Deswegen.
بگو هیکلی دای işte همسر به شیر demedi. نگو گلی ندن هیکا bu vakti derses frak abba yogi mali wali ma abta bekide Banuş mır çekir. Banuş'a merşe bir dinle mi? Eylül. Dankeschön. Gerne. Bist du hier wahrscheinlich aufgewachsen in Deutschland? Nein, ich bin seit 3 Jahren hier in Deutschland. Seit 3 Jahren? Genau. Du sprichst perfekt Deutsch. Dankeschön. Ich versuche aber das zu verbessern. Also, Aber das toll. erst seit 3 Jahren. Wow. Dankeschön. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, du wärst hier aufgewachsen. Nein, ich bin Kurdin aus der Türkei, also aus dem Baku-Teil. Ich bin nicht aber in Deutschland aufgewachsen. Ich habe mir überlegt, ein neues Leben in Deutschland aufzubauen und ja, seit 3 Jahren versuche ich alles ein bisschen neu aufzubauen, mich entwickeln und alles verbessern. Okay, super. Studierst du oder was? Ich gehe in die Schule, also meine Pläne sind auch mit einer Weiterschule zu machen, also mich weiterentwickeln. Ja, super. Ja. Dann viel Erfolg. Dankeschön, danke. Danke dir. Ich danke dir. Ama ben sana Erstmal eine Dierenwand und danach ein Rührei. burası ne güzel işte. Evet, varsa. Kara sarı. Stellung. Nur von Maike hat er die ganze Sprache genau. Was am Maike hat er die ganze Drive over. Gelle gab es den beiden Nee, jetzt brauche ich das. Bitte schön. Danke. Ein paar Stück bei Ihnen. Vielen Dank. Gerne. Was sind das für Schriftzeichen da, die ich da sehe? Das ist
Kaiserschrift, sumerische Schrift. Damals sumerische Volk war bei uns, unsere Stadt Mesopotamien. Und deswegen das erste Welt, ich glaube, Schrift. Ne? Ja. Und was bedeutet diese Schriftzeichen? Feuerstelle bedeutet Feuerstelle. Feuerstelle ist so was. Weil die Leute früher so Brot gemacht, Essen gemacht. Ne? Das ist so wie Seligem und Feuer drin und immer so steht drauf Feuerstelle. Manne du donet. Schatz, kannst du? Nasıl bir de nasıl? في هاد شيكي وحمشات هناك بعدناش مرتشنات Einmal Medium, einmal Dressing. So, einmal das wäre den Wantaschstück. Oh Gott. Aber haben wir zu viel bestellt? Ich habe gerade das Gefühl. 2 Frühstückplatten. Ich habe noch ein kleiner Medium. Hello. Hoje é rápido. Sorry. Sorry, a dinate, bitte. Alguém disse mesmo. Nog brood delen?
Regendi espera, anis dinheiro no gene. Quem é que gene dia? Mas lá mais não é visível. Wir werden jetzt immer so richtig braun, ein bisschen sein. Nicht ganz dunkel. Sag los, was ist أريد بشي بقى قدم ده يا غندك كاد جاديكيش مربينه Also das Kopftuch hat nichts, also nicht eher viel mit Glauben zu tun, das eher ein bisschen was Traditionelles. Also jeder Volk hat ja sein eigenes traditionelles Kleid oder was anderes Besonderes. Bei uns ja, also die Frauen, also in Syrien vielleicht oder in der Türkei, irgendwo anders, ziehen ein bisschen unterschiedlich, ein bisschen anders aussehende Kopftuch tun. Also das Muster des Kopftuch zeigt auch ein bisschen manchmal von welchem Gebiet, dass man herkommt oder ja. Das ist so wie hier, wenn man in Bayern ist und bayerische Genau, mäßig, ja. Also regional unterschiedlich. Genau. Das eher das zum Tradition zum Passen und das also die Farbe und das Muster von ist auch etwas. Also das ist nicht immer mit Glauben zu tun. Ja. Das wollte ich nur mal kurz erklären. Also das erste Punkt, das wir immer als wichtig stehen lassen, ist also ein guter Mensch zu sein. Also egal welche Religion, egal welche woher du kommst, Religion, das juckt eigentlich nicht. Also Hauptsache ein guter Mensch und ja, bei uns ist auch jeder willkommen. Mama, hoje vai tchau, هذه حزق هذه حشكتها
كافرة زين أروح كافرة وي يبغى بعمر يبغى بعمر ها يبغى بعمر لا تشكري Hayır, beş tane. لا تشكري تمام Eine mitschneiden die ganze Zeit. Und weil ich das Ganze habe, شكرا هذا بكيت شو لك بلاد نادي هاي رانا بيجي بالسر كاميرا قربان دينو قنديل لا قنديل مازال لا قال لا مازال لا مازال كله لا قنديل مازال كرنا شوية تهابينا تاكي شو فوري؟ Hier macht jeder alles. Oder? Ja, doch. Ja, ja. Selbst die Chefin macht Ja, wir den machen. Abwasch. Ja, genau. Es egal, wann was fehlt, wir versuchen alle zusammen helfen. Ja. Das muss so sein. Ich helfe, ich bin immer dabei. أبغى كهوة كرمي بردة. لحظة هنا Und wie lange muss das jetzt? 1 Uhr machen. Eine Stunde. Ja, eine Stunde, ja. Eine Stunde? Ja, eine Stunde. Wow. Also halbe Stunde bis eine Stunde. So ungefähr. Ja. Eine zum Beispiel habe Arbeit, sagen zu machen. Ja. Sagen bei mir auch, sagen sie alles ja. Also wenn eine Arbeit hat, macht die andere. Wenn die andere keine Arbeit hat, macht die andere. Also, Ja. Wechseln sich Ja. alle mal ab. Also meine Kollegin sagt, hallo, 2 Frühstück, ja, okay, ich muss Frühstück machen. Ja. Evet, sakın çok. Vermedi be. لازم شو شليك حاطط يسكبك لازم سرب لفرق مذاكرين
Razi. Nazlı Randida. Nazlı. مريم بدينا السلطة والله يا دي والله تعبت المراوح. Guck mal, die Suppe stellt. Seid ihr schon öfter hier gewesen? Ich bin schon öfter hier gewesen, Ja. tatsächlich das erste Mal. Ja. Und wie gefällt's? Sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Wir würden jederzeit wiederkommen. Ich habe auch schon letztes Mal der Dame gesagt, dass ich das Restaurant auf jeden Fall weiterempfehlen werde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die ganz viel Erfolg haben. Es ist sehr, sehr lecker. Und was ist so besonders hier an dem Ort? Weißt du das? Also was ich richtig toll finde, ist, dass es natürlich traditionelle Küche ist. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon die Karte einmal quasi abgefilmt haben. Da sind die ganzen Orte aufgelistet und je nach Ort orientiert sich sozusagen das Frühstück dann eben auch entsprechend. Was die Zutaten angeht und alles, ist alles hausgemacht, es ist frisch, es ist lecker. Alle sind total freundlich, also ja, perfekt.
So, Botan-Frühstück. Das ist mein Stab. Ist hier Botan. Frühstück, ne? Ist hier Merdi. Haseki ist auch noch Syrien. Und Zagros, Iran, Kurdistan. Van ist auch Stadt Türkei, ist Kurdistan. Und Behdina ist auch Irak, Kurdistan. Das ist auch Stadt, wo Alawiten lebt. Das ist auch Türkei, Kurdistan. Das ist mehr Alawiten lebt da, ja. Am Kurden Alawiten. Ja. Kalimu. Ja, Eiche. ايش ماسكين ما كنت وين شكله وين جهاد ايش انا قلت كذا وين طلع كذا سمية عبدت بسافري هفته چو رابه شو بدي شو علی بچه پاوله اجازه شونای دکانی دنم نیجا میداره دست میشی بالا بری ما تلوی چیکی کدوم سوالی کار سوسیالی و دارم مش بالا اگه خانم او فایشی او جیش بوی نافش جوی اوگا مفروشه لا لا بس الملح وباش بكي هذا قانون لا سرچا باقي الاسلام وش باش
Coño. Aquí a ver. بس نجرب شو برا كونوبا. شو مرة دريج بين رندوبا. Kommt ihr öfter hierher? Das erste Mal hier. Das erste Mal. Okay. Gibt es ja auch noch nicht so lange, soweit ich weiß. Ja. Und wie schmeckt? Echt gut eigentlich. Lecker, wirklich. Richtig gut. Ja, weil die manchmal Kunde so warten. Ja. Ich gebe einfach so, kann auch probieren. Ja, die beiden haben sich gefreut. Ja. Hat ihnen sehr gut geschmeckt, haben sie gesagt. Ja, das war frisch auch war. Ich gebe immer so, komm vorher. Sind Sie ein Stammgast? Ja, Ja. ja, fast jeden Tag. Wow. Und woher und warum? Also woher kommt das? Warum? Weil hier gibt es alles frisch, bevor den Augen die Frauen backen und sehr lecker ist. Zum Beispiel mit dem Bio-Sortiment oder Bio-Sachen für sehr viele Brote mit Biomehl, Süßigkeiten auch mit Bio. Sowas wie zum Beispiel Schamburak und sowas. Ich habe sowas nicht erlebt in Deutschland. Ich habe nicht gesehen auch. Deswegen schmeckt es sehr, sehr lecker, besondere Soßen. Und gefällt mir hier, weil sind die sehr, sehr fleißig und sauber. Sehr, sehr. Kommen Sie denn auch aus einer kurdischen Region? Ich komme aus dem Iran, kurdischer Gebiet. Ja, Also können Sie auch Kurdisch? kurdisch auch, Ja. Sorani. Kurmanji auch. Also es ist so wie ein Stück Heimat hier? Sehr. Nicht Stück. Mehr als Stück. Spinat? Déjà, frisch, mais gut. So, einmal Spinat. Vielen Dank. So, ich fänge an, ja? Ja. Ganz schön viel. Dankeschön. Sind Sie öfters hier? Nee, das ist das erste Mal hier gekommen, aber wir sind zufrieden, also alles top. Das sieht sehr schön aus. Das ist bekannt von mir, mein Heimatland. Ich komme aus Kurdistan. Okay. Und das hat mich richtig überrascht. In Deutschland sowas wie nicht. Ja, Ja, ist selten. Ne? das war cool, ja. Ben özüm Türkiye. Çok severim bu yemekleri. Yeni benim oğlum bana söyledi bir yer var. Türkçe gider. Gerçek problem değil. Ama her şey iyi. Çok teşekkür. Представляю, это больше без спас.
Afiyet olsun. Auf Kurdisch auch was. حلا نطر من الحالة شو سميرة في زينتها شميكم In der Mitte, genau. Das war nicht auf Glück, dass das Leben mal geblendet hat, da spielt Telefon. Einfach in der Mitte. Was motiviert dich, jeden Tag hier so viel Arbeit auf dich zu nehmen? Was ist deine Motivation? Weil ich morgen früh hier reinkomme. Das ist so schön. Ich komme manchmal noch früher hier rein. Aber ich finde hier so meine Freiheit. Freiheit bedeutet nicht so, wann eine Frau einen Mann verliert. Freiheit ist meine Stimmung. Das für mich ist Fraustimmung ist wichtig. Manchmal meine Mitarbeiter, so Frauenteam, tanzen alles hier. Also das ist alles so froh, die Fraustimmung ist da. Das ist für uns wichtig und wir haben auch so immer gute Laune.